Im ausführlichen Test vergleichen wir Fanatec's Neuauflage CSL Elite Lenkrad Meclan GT3 V2 mit seinem Vorgänger. Mit dabei im Test ist der Clubsport Quick Release Adapter. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Fanatec hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich es sehr ausführlich und langfristig in meinem Kanal für euch reviewen kann. Das Testmuster des Vorgängers kommt von meinem Kumpel Dani. Dani, vielen Dank dafür. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich erhalte dafür kein Geld. Ich bin kein Teilnehmer des Fanatec Affiliate Programms, doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1 Preis und Bezug. Das CSL Elite Lenkrad Meclan GT3 V2 ist für 199,95 € über den Fanatec Webshop erhältlich. Und für den Clubsport Quick Release Adapter, da werden 99,95 € fällig. Kapitel Nummer 2 der Lieferumfang. Das Meclan Lenkrad kommt mit Racing Style Knöpfen, Meclan Style Sticker Set, Quick Guide und dem bereits vorinstallierten SQR, das ist der Simplified Quick Release Adapter, zu euch. Wie der Umbau zum Clubsport Quick Release Adapter funktioniert und was euch dieser bringt, das behandeln wir gleich in einem separaten Kapitel. Der Clubsport Quick Release Adapter in Black wird mit Inbusschlüssel und Befestigungsmaterial geliefert. Kapitel Nummer 3 Ausstattung und technische Details. Das Meclan GT3 Lenkrad hat 30 cm Durchmesser und weist das übliche GT3 Wheel-Format auf. Es handelt sich um eine nahezu originalgetreue Replika eines Meclan GT3 Lenkrades und die Griffflächen sind mit Kunststoff Härtegrad Shore 50 überzogen. Das ist ein Härtegrad ähnlich dem von Autoreifen, die so zwischen 50 bis 70 Shore liegen. Mit dem SQR aus Kunststoff, da wiegt das Lenkrad 1090 und 1280 Gramm mit dem Clubsport Quick Release Adapter. Die Schaltmechanik ist beim Meclan GT3 V2 Lenkrad maßgeblich überarbeitet worden. Einzig die durchgehende Schaltwippe aus Aluminium mit ca. 22 cm Breite und knapp 4 cm Breite am Ende des Pedals, die ist gleich geblieben. Beim Vorgänger, da hattet ihr die Snap-Dome-Technologie von Fanatec mit so einer Feder als Widerstand im Einsatz. Diese weist einen sehr geringen, kurzen Schaltweg von lediglich 2 mm auf und fühlt sich so an, wie wenn ihr einen Knopf betätigt. Bei der V2 Neuauflage wurde die Schaltmechanik durch eine magnetische Bauweise ersetzt. Der Schaltweg wird dabei mehr als verdoppelt und beträgt jetzt ca. 5 mm. Und das Schaltgefühl verändert sich demnach klarerweise deutlich. Der Abstand des Pedals zum Rim beträgt ca. 35 mm und gedrückt dann eben ca. 30 mm. Die Auslösekraft der Schaltmechanik beträgt am Pedal ca. 1250 Gramm und beim Vorgänger etwa 1500 Gramm. Die Analog-Pedals lösen zum Endanschlag hin beim Nachfolger V2 mit bis zu 1500 Gramm etwas straffer aus als ca. 1250 Gramm beim Vorgänger. Die sind aus Kunststoff ausgeführt und gut 1 cm dick und wurden beim Nachfolger mit einem Honigwaben-Design innenseitig verstärkt. Das rückseitige Aufbewahrungsfach für den Inbusschlüssel des SQR-Vorgängers, das verschwindet bei Meclan GT3 V2 Wheel komplett. Frontseitig findet ihr das 1 Zoll große OLED, welches die blaue Farbe der Anzeige des Vorgängers gegen ein Weiß eingetauscht hat. Daneben findet ihr 2 12-fach Drehschalter, die beim V2-Modell nun ohne Endanschlag durchgehend gedreht werden können. So könnt ihr also von Position 12 nun direkt auf die Schalterstellung 1 wechseln. Wichtig, achtet auf die Betriebsart im Treiber bzw. via Fanalab oder direkt über das Lenkrad im Fanatec Tuning Menü. Im Betriebsmodus ENC wird lediglich die Drehrichtung mit einem Impuls versehen. Das kann dir zum Beispiel für Scheibenwischer schneller, langsamer dienen. Im Betriebsmodus Constant ist der Button in der jeweiligen Schalterstellung immer aktiv. Der Modus Puls, der greift die Schaltposition ab und kann in 12 Stellungen zugewiesen werden. Direkt unter dem Display findet ihr den 4-Weg-Schalter, der in Position A als Launch Control aktiviert bzw. verwendet werden kann. Mit der Stellung B werden die analogen Pedals zur Kupplung und zur Handbremse und die Stellung C deaktiviert die Belegung als Bremse und Gas der Analog Pedals. Die Position D können als 2 freie Achsen
ebenso analog klarerweise belegt werden. Links daneben findet ihr den kleinen schwarzen Button, um beispielsweise ins Fanatec Tuning Menü zu gelangen. Das McLaren GT3 Wheel besitzt den 7-Weg Funky Switch, links unten, und rechts unten ist der Xbox Pairing Button samt einer kleinen LED verbaut. Um die Drehschalter sind 4 Knöpfe und 2 Zwei-Weg-Kippschalter verbaut. Oberseitig links außen und rechts sind 2 Knöpfe angebracht und daneben 2 mit niedrig eingefassten Rand versehene Buttons mit eingravierten N und P Buchstaben versehen. Das Layout der Buttons und Schalter bleibt beim V2-Modell unverändert verglichen mit dem Vorgänger. Die Betätigungskräfte der Knöpfe beträgt rund 800 bis 900 Gramm. Um die eingefassten Knöpfe zu drücken, müsst ihr sehr kräftige 3 Kilogramm aufbringen. Die roten Kippschalter, die lösen mit ungefähr 250 Gramm sehr leicht aus. Bei dem Vorgänger ist die Auslösekraft mit ca. 500 Gramm hierbei doppelt so hoch. Abnehmbare Buttoncaps, die können gewechselt und an eure Bedürfnisse angepasst werden. Alternativ könnt ihr zusätzlich dieses McLaren Sticker-Set an dem Wheel anbringen und eben dieses mit diesen Aufklebestickern versehen. Kapitel Nummer 4, die Kompatibilität. Das McLaren Wheel kann auf jeder derzeit Ende 2020 erhältlichen Wheelbase von Fanatec genutzt werden. Habt ihr ältere Wheelbases im Einsatz, dann beachtet die Kompatibilitätsliste direkt auf der Fanatec Homepage, wenn ihr beim Produkt etwas nach unten scrollt. In Sachen Plattformen ist die PC-Nutzung uneingeschränkt möglich. Und das McLaren Wheel, das bringt Xbox-Kompatibilität mit, egal auf welcher Fanatec Wheelbase ihr es einsetzt. PlayStation Support ist nur dann möglich, wenn ihr eine PS4 bzw. PS5 lizenzierte Wheelbase am Start habt. Beachtet, dass beim Konsolenbetrieb das Display nur sehr eingeschränkt oder nicht unterstützt werden kann. Hier mal ein Beispiel mit Forza Motorsport 7 auf meiner Xbox, wo die Anzeige in-game dunkel bleibt. Nächstes Kapitel Nummer 5, Anschluss an die Wheelbase. Das McLaren Wheel der ersten Generation war mit diesem Quick Release Adapter aus Kunststoff samt Klemmring-Konstruktion und Inbusschraube versehen. Hier hat Fanatec nachgebessert und verbaut seit dem ebenfalls von mir vor einigen Wochen reviewten WRC-Lenkrad den Nachfolger aller SQR. Der Simplified Quick Release Adapter ist ein geschlitzter Hohlzylinder mit einer breiten Überwurfmutter. Im geöffneten Zustand beträgt der Innendurchmesser ca. 38,3 mm. Und wenn ihr die Überwurfmutter vollständig anzieht, dann wird die Aufnahme auf bis zu 37,8 mm zusammengedrückt und somit das Wheel an der Lenkradaufnahme der Wheelbase befestigt. Meine Podium DD1 hat beispielsweise einen Aufnahmedurchmesser von ca. 38,1 mm und somit kann der SQR mit der Wheelbase verbunden bzw. geklemmt werden. Gleichzeitig wird gegenüber der Zentrierungsnut eine Kugel in die Freistellung der Wheelbase-Aufnahme gedrückt. Das Ganze geschieht werkzeugfrei und sehr einfach in wenigen Sekunden. Der Kunststoffflange ist lenkradseitig mit einem ca. 7 mm dicken Bolzen versehen. Und wenn der Flange am McLaren-Lenkrad montiert wird, dann drückt dieser Bolzen auf einen Schalter auf der Lenkradplatine und somit weiß das System, dass der SQR aus Kunststoff verbaut ist. Fanatecs Podium DD Wheelbases, die drosseln dann das Drehmoment auf ca. CSW V2.5 Niveau von ungefähr 8 Newtonmeter, um Beschädigungen der Aufnahme und des Lenkrades zu vermeiden. Der Clubsport Quick Release Adapter aus Vollmetall hebt diese Drosselung auf und so könnt ihr das McLaren Wheel mit der vollen Bandbreite der Podium DD1 bzw. DD2 Wheelbase und mit bis zu 25 Newtonmeter Drehmoment nutzen. Der Umbau, der gelingt in 2 Minuten und ist selbsterklärend mit dem beigelegten Inbusschlüssel in wenigen Minuten, 1-2 Minuten umsetzbar.
Clubsport Quick Release Adapter, der ist aus Vollmetall und wiegt etwa 300 Gramm und ist mit einer schwarzen Aluminiumhülse ausgeführt. Über diesen Federmechanismus rasten die innenliegenden Kugeln rund um die Lenkradaufnahme der Wheelbase ein. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 6, das ist die Optik. Wie immer ein subjektiv gehaltenes Kapitel. Rückseitig betrachtet springt die orange-bronzefärbige Schaltwippe ins Auge. Unten findet sich der Aufkleber mit Produktname und Seriennummer wieder. Von vorne betrachtet dominiert der Carbon-Look des Gehäuses. Und aufgrund des honigwabenähnlichen Designs der Analog-Pedals lässt sich der Vorgänger relativ leicht vom Nachfolger unterscheiden. Unterseitig ist das Meclan GT3-Logo aufgedruckt. Kapitel Nummer 7, die Akustik. Die Schaltauslösung ist mit den Magnetics des Meclan in der V2-Version mit um die 75 Dezibel bei 30 cm Abstand deutlich lauter als beim Vorgänger mit rund 67 Dezibel. Somit ist der Nachfolger nur mehr bedingt wohnzimmertauglich in Sachen Akustik, wenn neben dir jemand in aller Ruhe Fernseh gucken will. Bei Meclan V1 gab es öfter Probleme mit einem Knarzen des Gehäuses. Im Renneinsatz. Dies ist im Bereich des Übergangs zu den Griffflächen vernehmbar. In diesem Punkt gibt's bis dato bei meinem Nachfolger V2 noch nichts zu vernehmen. Allerdings muss ich fairerweise sagen, dass dies noch längerfristig von mir beobachtet werden muss, ob auch nach einigen Monaten immer noch alles knarzfrei funktioniert. Kapitel Nummer 8, die Haptik. Diese ist aufgrund des hohen Kunststoffeinsatzes nur zweckmäßig. Hier merkst du eben, dass der Sparstift angesetzt wurde. Die Kunststoffgriffflächen sind für mich als Alcantara-Fanboy nur zweckmäßig, aber tun das, was sie eben tun sollen. Der Grip an dem Kunststoffüberzug ist gut und nichts färbt an euren Händen ab. Und in Sachen Langzeitnutzung bleibt dieser Kunststoffüberzug unverändert. Die Schaltwippe fühlt sich sehr wertig an, da eben aus Aluminium gefertigt. Ein großer haptischer Unterschied ist klarerweise die neue Schaltmechanik. Hier hatte man beim Vorgänger ständig das Gefühl des viel zu kurzen Schaltweges und auf einen Knopf zu drücken. Und da macht das Meclan Wheel in der zweiten Version einen Riesensprung nach vorne. Es fühlt sich nun so an, wie sich eine echte Schaltmechanik auch anfühlen sollte. Das Button-Feedback ist in Ordnung, allerdings sind die beiden eingelassenen Buttons mit knapp 3 Kilogramm Kraftaufwand deutlich zu straff ausgelegt. Drehschalter, die rasten sehr satt ein und die roten Zweiwegschalter fühlen sich bei Meclan V2-Version etwas zu leichtgängig an. Hier hatte der Vorgänger ein knackigeres Feedback. Nächstes Kapitel Nummer 9, die Ergonomie. Wenn ihr meinem Kanal schon länger folgt, dann wisst ihr, dass ich ein Fan vom Lenkraddurchmesser rund um 30 cm bin. Dies stellt für mich die goldene Mitte für nahezu jedes Einsatzgebiet, für nahezu jede Fahrzeugklasse dar. Die Knöpfe sind alle gut erreichbar, ohne die Hand vom Rim nehmen zu müssen. Der Abstand zu den Pedals, der ist gut gewählt, auch für kleinere Hände. Und an die verbundene Schaltwippe muss man sich etwas gewöhnen, da beim Schalten die andere Wippenseite gegengleich klarerweise mitwippt. Das fühlt sich etwas komisch an, wenn ihr die Finger immer leicht an den Pedals aufliegen habt, aber ihr werdet euch daran gewöhnen. Und so geht's weiter mit Kapitel Nummer 10, die Verarbeitung. Alle Kunststoffteile sind sauber verarbeitet und die Spaltmaße sehen gut aus. Das wabenartige Design der Analog Pedals wirkt wertiger als beim Vorgänger. Ich kann in Sachen Verarbeitung nichts Negatives berichten, ausgenommen, wie bereits erwähnt beim Vorgänger, das deutlich vernehmbare Knarzen während dem Renneinsatz, welches auf den ersten Blick bei Meclan Version 2 behoben zu sein scheint. Aber auch hier, wie erwähnt, möchte ich ein paar Monate und Rennkilometer abspulen, um ein aussagekräftigeres Feedback zu diesem Punkt geben zu können. Und so geht's weiter mit unserem Hauptkapitel, die Rennstreckentests. Das Lenkrad ist sehr kompakt und durch das leichte Gewicht äußerst agil. Der relativ geringe Hebelweg zur Narbe stellt auch kräftigeres Force-Feedback bei riemengetriebenen Wheelbases bereit. Die Griffflächen aus Kunststoff nehmen Feuchtigkeit klarerweise nicht auf und bei schwitzigen Händen könntet ihr Probleme bekommen. Die Knöpfe sind durch die kompakte Bauweise super erreichbar, ohne die Hand vom Lenkrad nehmen zu müssen, ausgenommen eben bei den Drehschaltern. Die ganzen Zusatzfunktionen wie die analogen Pedals können sehr sinnvoll eingesetzt werden. Und insofern du Probleme mit dem Bewegungsapparat hast, kannst du durch die analogen Pedals deine Pedale ersetzen. Wenn du keine Handbremse oder Kupplung besitzt,
so kannst du diese ebenso den analogen Achsen zuweisen. Das OLED ist ziemlich klein und beim Nachfolger in Weiß etwas besser ablesbar. Der neue SQR macht einen deutlich besseren Eindruck als das Vorgängermodell. Ich spüre beim Umbau auf den Clubsport Quick Release in Sachen Stabilität und Flex nur sehr geringe Unterschiede. Und die überarbeitete Schaltmechanik des Meclan V2 hebt sich deutlich vom Vorgänger ab. Das macht im Rennstreckeneinsatz einfach viel mehr Laune, durch die Gänge zu schalten, als früher diesen gefühlten Button zu drücken. Zu meinen erst kürzlich reviewten E-Sport bzw. Clubsport Formula V2 Lenkrädern fallen die fehlenden LEDs auf, die mir aber wegen überwiegender VR-Nutzung persönlich nicht fehlen. Und wie erwartet bleibt beim Xbox-Test das Display bei Forza Motorsport 7 dunkel. Vollen Display-Support mit Ganganzeige und Geschwindigkeitsanzeige, den gibt's demnach nur am PC. Nun kommen wir auf die Zielgerade. Negative Aspekte, neutrale, positive Aspekte, Fazit und Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 12, die negativen Aspekte. Die eingefassten N- und P-Buttons haben in meinen Augen eine viel zu starke Feder verbaut. Klar soll man diese nicht unabsichtlich betätigen, aber hier sind 3 Kilogramm Auslösekraft für beispielsweise zartere Damenfinger eine wirkliche Hürde. Zweiter negativer Aspekt ist der zu schwache Widerstand bei den roten Zweiwegschaltern. Hier fühlt sich der Vorgänger knackiger und besser an. Und warum dieser Widerstand beim Meclan V2 mit nur 250 Gramm um die Hälfte reduziert wurde, das kann ich persönlich nicht nachvollziehen und habe ich bereits beim Formula V2 Wheel bekrittelt. Dritter negativer Aspekt ist der Preis des Clubsport Quick Release Adapters. Warum Fanatec für einen Flange mit Hülse und Feder sowie sehr einfacher Mechanik ohne elektronischen Innenleben 99 € veranschlagt, bleibt mir ein Rätsel. Ich teste viel High-End-Hardware, das wisst ihr aus meinem Kanal, und jammere selten wegen zu hoher Preise. Aber 3 Produkte mit überzogenen Preisen habe ich im Hinterkopf. Das ist das letztens reviewte SimLab Dashboard um knapp 350 €. Zweitens der Fanatec Killswitch aus Vollkunststoff für Podium DD um knapp 100 €. Und eben dieser Clubsport Quick Release Adapter um ebenso knapp 100 €. Ich würde dafür halbwegs vertretbare 79 €, besser noch 69 € ausrufen. Oder diesen Quick Release Adapter zumindest in einem Bundle mit dem Meclan V2 Wheel kostenreduziert beipacken. Und so geht's weiter mit Kapitel Nummer 13, die neutralen Aspekte. Das 1 Zoll kleine Display ist gut ablesbar, könnte aber gerne etwas größer ausgeführt sein bzw. werden. Haptisch gesehen finde ich den hohen Kunststoffeinsatz nur zweckmäßig. Aber hier müssen wir fairerweise den Preis im Hinterkopf behalten. Bezüglich der Griffflächen vergebe ich ebenso mit Hinblick auf den Preis eine neutrale Bewertung. Hier würde ich mir gerne andere Griffflächen wünschen, aber dies ist vermutlich auch aufgrund des Replika-Ansatzes nicht vorgesehen. Die Verarbeitung des Kunststoffes stufe ich erstmal neutral ein, da ich das Lenkrad länger testen muss, um zu beurteilen, ob es beim knarzfreien Verhalten out of box bleibt oder eben nicht. Und so geht es weiter mit Kapitel Nummer 14, die positiven Aspekte. Handling und Wheelgröße sind in meinen Augen perfekt gewählt. Die Ergonomie ist großartig.
Nächster Pluspunkt ist die hervorragende Ausstattung mit den analogen Pedals und diversen Zusatzfunktionen. Die Ausstattung mit den Buttons und Schaltern, die ist ebenso zahlreich vorhanden, ohne überladend zu wirken. Der SQR ist ein großer Step-Up und ist für das begrenzte Drehmoment in meinen Augen völlig ausreichend. Auch der Lenkradtausch kostet dich mit dem SQR jetzt nicht mehr Zeit, als dies noch beim Vorgänger mit dieser Klemme samt Inbusschraube der Fall war. Der teurere Clubsport Quick Release zahlt sich nur dann aus, wenn du die Power der Podiums DDs voll nutzen möchtest. Den optischen und klarerweise subjektiven Aspekt, den bewerte ich als positiv. Mir gefällt dieses Wheel einfach, obwohl die Materialauswahl sehr zweckmäßig ist. Und letzter positiver Aspekt ist ein super fairer Preis. Das Preis-Leistung-Kapitel gewinnt dieses Lenkrad im Preisbereich von unter 200 € vor allen meiner bisher getesteten Wheels. Und so schließen wir ab Kapitel Nummer 15, Fazit und Kaufempfehlung. Für Neueinsteiger kann dieses Lenkrad das Lenkrad deiner Wahl sein. Du deckst damit fast alle Rennklassen und Genres ab und hast zahlreiche Funktionen zur Verfügung. Und hast du bereits ein Lenkrad und möchtest eine Ergänzung, auch dann könnten sich die knapp 200 € Investition in meinen Augen lohnen. Ich rate dazu, dieses Lenkrad out of box mit dem SQR zu betreiben. Dieser genügt in Sachen Stabilität für CSL Elite mit 6 Nm und CSW V2 mit maximal 8 Nm auf alle Fälle. Vom Clubsport Quick Release Adapter aus Vollmetall rate ich hierbei ab, da der Gesamtpreis dann auf knapp 300 € steigen würde und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis verloren ginge. Diesen Umbau auf den Clubsport Quick Release Adapter lege ich nur Fanatec Podium DD-Nutzern nahe. Hier macht es einfach Sinn, um nicht in Sachen Drehmoment eingeschränkt bzw. gedrosselt zu werden. Ich persönlich nutze das Meclan GT3 beispielsweise mit Drehmomentspitzen von ca. 15 Nm, das entspricht der doppelten Power einer CSW V2.5. Besitzern des Meclan Vorgängermodells rate ich ebenso zum Upgrade, wenn ihr das Lenkrad öfters im Einsatz habt. Die Schaltmechanik verdient nun diesen Namen endlich und ist nicht mit der Erstauflage vergleichbar. Bist du auf LEDs angewiesen, dann rate ich dir, mein Review Fanatec Clubsport Formula V2 VS eSports Lenkrad anzugucken. Ich verlinke euch dies rechts oben in der Infobox. Denn hier schaust du beim Meclan Wheel in Sachen LEDs durch die Röhre. Und so geht's weiter mit einem spannenden Ausblick. Ich arbeite nach wie vor eifrig am Fanatec Podium Direct Drive VS Simucube Review. Und einige andere Reviews, die sind bereits in Planung, wie ein Cobra Sitz Review und so weiter. Poste bitte in den Kommentaren unten mit rein. Wie hat dir dieses Review gefallen? Willst du dieses Lenkrad bestellen? Hast du es geordert, vorbestellt? Und wie sind deine Erfahrungen mit dem Vorgängerlenkrad? All dies würde mich interessieren. Vielen Dank fürs Dabeisein in meinem Kanal. Es macht Spaß mit euch zu reviewen und ich freue mich auch schon wieder auf unser nächstes Review. Vergesst den Like oder ein Abo nicht, das würde mich freuen. Liebe Grüße von eurem Ron. Aua!